Bei den Arbeiten zum Bau einer Waldstraße am Nordhang der Lägern in der Nähe von Regensberg im Kanton Zürich stieß man im Jahr 1961 auf geheimnisvolle Mauerreste. Umgehend wurden archäologische Grabungen eingeleitet. Im Sommer 1962 hatte man die Überreste eines fast quadratischen Gebäudes freigelegt. Dieses verfügte über einen Grundriss von 12,5 mal 11,9 Meter und bis zu 1,3 Meter dicke Außenmauern. Es besaß einen Keller und war durch Zwischenmauern in 3 Räume unterteilt. Hinweise auf interne Durchgänge konnten jedoch nicht festgestellt werden. Bergseitig gab es 2 Anbauten, deren genaue Funktion bislang jedoch nicht geklärt werden konnte. Allerdings wurde der eine Anbau bei den damaligen Ausgrabungen als Treppentürmchen gedeutet. Sogleich wurde die Gerüchteküche angeheizt. Könnte es sich hier um eine Turmburg aus dem Mittelalter handeln? War man vielleicht auf den Sitz der Herren von Sünikon gestoßen, der bis dato nicht lokalisiert werden konnte? Um 1245 hatten die mächtigen Freiherren von Regensberg im Osten der Lägern die Burg und das Städtchen Neu-Regensberg gegründet. In ihrem Gefolge waren Ritterfamilien wie die Herren von Mandach oder eben auch die Herren von Sünikon. Diese tauchen im Zusammenhang mit den Regensbergern im 13. Jahrhundert mehrmals in den Schriften auf. Auch nach dem Verkauf des Städtchens an die Habsburger konnten sie ihre Stellung halten. 1307 wird Ulrich von Sünikon als Mitglied des neuen dreiköpfigen Rates von Neu-Regensberg genannt. Doch nach 1397 verliert sich die Spur der Familie. Möglicherweise starben sie kurz danach im Mannesstamm aus. Während der Grabungen fand man eine größere Anzahl an Geschirrkeramik. Darunter viele Fragmente reich verzierter Schüsseln sowie von Koch- und Vorratstöpfen. Mehrere kunstvoll gearbeitete Ofenkacheln zeugen von der damaligen Beheizung des Gebäudes. Interessant sind auch Fragmente von Keramikplatten, welche womöglich den Fußboden bildeten. In einigen davon sind Zeichen eingeritzt, deren Bedeutung bisher nicht entschlüsselt werden konnte. Metallfunde hingegen, wie beispielsweise eine Buchschließe aus Bronzeblech, wurden nur wenige geborgen. Alle Funde stammen jedoch aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. Artefakte, welche der Zeit der Synikoner Ritter zugeordnet werden könnten, fanden sich keine. Hatte man es vielleicht doch nicht mit einer Burg zu tun? Fest steht, der Ort liegt an einem früher oft genutzten Pilgerweg, der vom Oberrhein zum Kloster Einsiedeln führt.
Es gab Hinweise auf ein sakrales Bauwerk, welches Liebfrauenkapelle am Pflasterbach genannt wurde. Diese musste hier irgendwo gestanden haben. Die Kapelle wurde 1501 erbaut und mit einem in Rom ausgestellten Ablassbrief aus dem Jahr 1503 zum offiziellen Wallfahrtsort erhoben. Die Oberaufsicht übertrug man jeweils einem Mitglied des Zürcher Rates. Aus den Schriften geht hervor, dass dieser sich 1520 über den Priester und den Tavernenwirt beklagte. Ersteren bezeichnete man als faul und den anderen als Dieb und Wucherer, der zu viel für den Messwein verlange. In unmittelbarer Nähe zur Kapelle musste also auch eine vermutlich zeitgleich erbaute Pilgerherberge gestanden haben. Diese Annahme wird durch eine Urkunde aus dem Jahr 1501 bestätigt. Darin geht es um die Errichtung einer Taverne. Man kam zum Schluss, dass es sich bei dem entdeckten Gebäude um eben dieses Gasthaus handelte. (1997) fanden Arbeiten zur Erneuerung von Wasserleitungen statt. Dabei schnitt man 2 Mauern an, welche sich 17 Meter westlich der Ruine befinden. Es handelt sich dabei vermutlich um die Umfassungsmauer der Kapelle, deren Wallfahrtsortstatus 1525 nach der Zürcher Reformation aufgehoben wurde. Ein drittes Mauerstück wurde beim Wiederausheben eines bestehenden Grabens entdeckt. Dieses könnte zu einer Mauer gehören, welche die Kapelle und die Pilgerherberge verbunden hat. Die ausrangierte Wallfahrtskapelle wurde vermutlich nach dem Stadtbrand von Regensberg im Jahr 1540 abgerissen und die Steine als Material für den Wiederaufbau verwendet. Das Gasthaus selbst war jedoch weiter in Betrieb und wurde erst im Laufe des 17. Jahrhunderts endgültig verlassen. Doch was ist nun mit der Burg der Herren von Synikon? Ist sie andernorts zu suchen? Gehört sie gar ins Reich der Legenden? Oder wurde die Pilgerherberge vielleicht doch auf den Grundmauern dieser Burg erbaut? Die ungewöhnlich dicken Mauern könnten darauf hindeuten. Ein Blick auf die Karte von Jos Murer aus dem Jahre 1566 lässt einen weiter spekulieren. Dort ist nämlich eine Ruine mit der Bezeichnung Synikon eingezeichnet. Allerdings etwas weiter unterhalb der Wallfahrtskapelle Pflasterbach. Doch wie genau ist diese Karte? Vielleicht lassen sich irgendwann konkrete Hinweise für einen anderen Standort der Burg finden. Oder aber es tauchen Beweise auf, welche ihre Existenz an der Stelle der Pilgerherberge untermauern.